Also, die Challenges sind vorbei. Ich glaube, jetzt ist Zeit fürs Ergebnis, um rauszufinden, wer wirklich das beste Auto gekauft hat. Naja, wir wissen ja schon so ein bisschen Einzelergebnisse, aber jetzt kommt mal die Zusammenfassung. Ja, ich hoffe, keiner der Zuschauer hat es zusammengerechnet. Nee, nein, Ich habe die Ergebnisse hier auf meinem Handy. Also, das Drag Race. Ich war vorne mit 36,5 Punkten. Okay. Der Holger hatte 9 und du hattest 13,5. Du warst nicht sehr viel besser. Ja, bisher schaut es ja gut aus für mich, aber naja, dann kam die. Oh, dann kam Reifenwechsel. Ja, dann kam die. Du warst Schnellster mit minus 33 Punkten. Okay. Dann der Holger mit minus 37. Ja, und dann kam ich mit minus 98. Ups. Ullala. Ja, ich habe ein klein bisschen verkackt. So, die Wasser-Challenge. Ich hatte 20 Punkte, bei 200 Milliliter noch drin. Und ihr beide hattet 30. Ihr wart ja gleich. Ja, bisher schaut es nicht gut für mich aus. Ja, kommt schon doch, oder? Die Bierkasten, Die da wären wir. Bierkasten-Challenge. Die war so knapp. Ja, da hatte ich 40 und Holger hatte 39. Also war es wirklich knapp. 40, Holger. 39. Ja, und du hattest einen kleinen Nachteil mit deiner Limousine, du hattest nur 31. Na, immerhin. Ja, ich hätte es wirklich nur Kofferraum machen sollen. Aber, die Sprit-Challenge. Spritsport. Ich hatte 40 Punkte, Jochen hatte 40. Holger 38. Ach, die war auch wieder so knapp. Ja, stimmt, ja, war ja das. Und du hattest 41. Hehe. Ja, gut, ein Punkt. Ein Punkt. Oh ja, das Essen. Wir zwei hatten 27 Punkte, beide. Ja. Holger hatte 10. Okay. Ja, also. 10, 27, 27. Naja, die hier sind sehr gleich. Das da eher nicht so, aber schaut immer noch nicht so gut für mich aus. Jetzt wird's besser. Außer jetzt. Topspeed. Holger, 48 Punkte. Wie schnell waren wir denn nochmal? Holger hatte 192 km/h drauf. Ah ja, genau, waren 48. 48. Du hattest 210 km/h drauf. Ja. Sind 66 Punkte. Ja, und mein Auto war seltsamerweise schneller, als es eingetragen war mit 227, deswegen kriege ich 83 Punkte. Cool. Ja, schaut schon besser aus. In die Schnitzeljagd. Im Video haben wir ja, glaube ich, nur die eigentlichen Ergebnisse bewertet. Es gab ja noch Abzüge für zu spät kommen. Das war ja da noch nicht mal erwähnt worden. Heißt, die echten Punkte diesbezüglich sind, ich hatte 16. Schnitzeljagd? Jochen. 16. Holger hatte 25. Holger hatte 25. Und deine Punktzahl stimmte, weil du als Erster da warst, du hast 28. Ah. Gut. Ästhetik. Holger hatte 12 Punkte. Jetzt. Ja, Moment, die Punktzahlen sind mal 3, heißt 4 Leute haben für dein Auto geschrieben. Wow. Papa hatte 24. Du 3. Ja. Und ich hatte 30. Für die Tuningmöhre. Ja, die Kinder mochten meine Tuning. Ne? Kinder, mal Genau. Kinderauto. So, der Preis, das ist eigentlich das Wichtigste, weil wir wollten ja beweisen, dass man sehr günstige Autos kaufen kann. Ne? Ja. Ja. Preismäßig haben wir gut zugeschlagen. Ich hatte 132 Punkte bekommen. Wie war die Zusammenrechnung da nochmal? Der Preis minus die 500 Euro Kaufpreis und dann ein Punkt pro 10 Euro. Ja, Also ja. ich habe 132 Punkte. In mein Auto haben sie halt nicht so viel drüber bewertet. Holger war 104. Nicht schlecht für das Stück Käse, was er gekauft hat. Und du hattest 142. Um müßig zu erwähnen, dass der Alpha gewonnen hat. Ja. Naja, aber nur wegen deiner Lederausstattung und so. Tja. So, Qualität. Unter der Qualitätssection so
ob man Pannen hatte, ob man Defekte hatte am Auto, und wenn man etwas gekauft hat, das über dem Preis war, über den 500 €, dann hat es auch Minuspunkte gegeben. Bei mir war nichts. Ich habe 0. Ich habe keine Abzüge bei der Qualität bekommen. Mein Auto hat immer funktioniert. Holgers Mondeo hatte doch einmal diesen Schlüsselding, das er nicht angesprochen hat. Ja, genau. Ja, das war eine Panne. Also Das war eine Panne und da mussten wir sogar einen ADAC rufen, glaube ich. ich glaube schon. Ja. Es waren minus 20. Für eine Panne. Minus 20. Ja, und du hattest auch eine Panne bei der Wasser-Challenge, als dein Auto nicht gestartet ist. Heißt, das sind auch minus 20. Und das Ersatzteil, das du gekauft hast, gibt ganze weitere 6 Minuspunkte. Ja, ich weiß. 26. Okay. Ja, ist halt so, kann man nicht. So, jetzt das Gesamtergebnis. So, Gesamtergebnis. So. Schauen wir mal. Fangen wir mit Holger an. Holger. 1000 rechne ich gerade plus, ne? Warte mal. Also gesamt hat der Holger 258. Aber eigentlich kriegst du hier noch minus 1000 Punkte wegen, Nein. wegen Tuning-Möhre. Ist beim Kauf so gewesen? Also ist wurscht. Also Holger 258 Punkte gesamt. 258. Jo. 258. Dann bei mir waren es 326,5. Und das hast du jetzt im Kopf gerechnet? Natürlich. Wahnsinn. Niemals. Nein, steht da drauf. Ja, genau. Wie viel? 326,5. So. Und jetzt? Und Papa, Trommelwirbel. wir haben keinen. Habe ich mehr oder weniger? Wie viel war er denn? Sag's. Er hat 343,5. Scheiße. Mit dem letzten Auto, ne? Ja, das Beste kommt zum Schluss, könnte man sagen. Also, ja, Papa hat gewonnen. Kann man nicht ändern, ich war Zweiter und Holger mit weitem Abstand dahinter. Aber, darf ich euch kurz was zeigen? Wo habe ich denn die Punkte verloren? Hier, Ich weiß. Reifenwechsel. Das war aber nicht die Schuld des Autos, sondern meine. Also gebt zu, mein Auto war das Beste. Nur ich war der Schuld. Ja, Sein Auto war schon toll. Also, ja, war nicht schlecht, so kann man schon sagen. Ne? Ne? Also, wer konnte das beste Auto kaufen? Ich. Nein. Wer kann damit nicht umgehen? Ich. Ja, Ja, und ich glaube, Aber Fazit muss ich ganz ehrlich sagen, es hat echt Spaß gemacht. Ja. Und ich fand es echt interessant. Für 500 € so geile Karren. Also Ja. die Autos sind wirklich alle So. drei echt gut gewesen. und zur Nachfolge, die nächste Challenge wird, wer kauft das beste Auto für 100.000 €? naja, vielleicht wenn YouTube mich irgendwie sponsern würde oder so, könnten wir das ja vielleicht unter Umständen irgendwann in 40 Jahren oder so mal machen. Nee, aber ich muss auch sagen, super. Also, ich meine, vielleicht behalte ich sogar das Auto. So, ich bin echt zufrieden mit dem Passat. Ja, er hat die meisten Kilometer. 300, was auch immer es jetzt sind, 345.000 irgendwas. Aber er läuft super. Also, ich weiß echt nicht. Na Ja, gut, dann, Jungs, es war Servus, war schön, hat Spaß gemacht. Wünsche noch einen viel Spaß mit den 500 € Autos. Ich werde meins jetzt zum Schrott fahren. Mit Recht, Holger. Oh, dritter Platz. Na gut, dann.
Pfui, aber gut war's, das war's wert, ne? Ist zwar eine Kleinigkeit hier, aber jeder hat gut gegessen, denke ich mir. Waren alle eingeladen. Und dafür war es wert. Ja, der Holger hat verloren, der musste zahlen. Ja, so ist das Leben, Shit. Und ich sage euch, das nächste Auto wird kein Ford werden und noch kein Mondeo. Naja, Na, aber danke, Holger. ja. Danke fürs Zahlen. Ja, das war ja, danken sich noch alle, dass sie dabei waren. Holger, Papa, ich habe eine andere tolle Idee. Nein.